in einem basischen Milieu kein Krebs existieren kann. Vor 90 Jahren, stellt euch das mal vor. Und wir suchen heute immer noch eine Lösung nach Heilung von Krebs oder so. Ich meine, heutzutage haben wir sehr viele Probleme, was Basen- und Säurehaushalt angeht. Denn zum Beispiel, wer kennt's nicht, die Zellulite, die die ein oder andere Frau stören, vielleicht auch den Mann, was weiß ich. Aber hier ist zum Beispiel ein gestörtes Säure-Basenhaushalt schuld. Zum Beispiel hat schon 1931 der Dr. Otto Warburg festgestellt, dass in einem basischen Milieu kein Krebs existieren kann. Wir leben im Jahr 2024 und es ist einfach immer noch nicht angekommen, obwohl es schon fast 100 Jahre her ist. Er hat dafür schon einen Nobelpreis bekommen, vor 90 Jahren circa. Vor 90 Jahren, stellt euch das mal vor. Und wir suchen heute immer noch eine Lösung nach Heilung von Krebs oder so. Ich meine, schauen wir doch einfach mal hin. Wir nehmen die Arbeit auf uns, wir informieren uns und gucken, hey, ich blende euch das ja auch alles ein, ne? Ich meine, ich erfinde das wieder nicht. Das ist einfach nur, dass ich sehe, ich informiere mich, ich gehe tief in die Materie rein und dann erzähle ich euch was davon. Ich laber hier nicht einfach irgendwas hin und her. Das bin einfach ich. Ich bin einfach so. Weiter im Kontext. Und er sagt, keine Krankheit, wirklich keine Krankheit kann in einem basischen Milieu existieren. Nicht einmal Krebs. Er erhielt einfach 1931 schon den Nobelpreis für seine bahnbrechenden Erkenntnisse in der Krebsforschung. Stellt euch das mal vor. Das ist 90 Jahre her und es ist so, als wären wir in der Medizin, in der Forschung einfach einen Step zurückgegangen, anstatt vorwärts. Ich zeige euch hier auch eine Tabelle beziehungsweise mehrere Tabellen. Was ist eigentlich Basis und was ist sauer? Und was hat das eine mit dem anderen zu tun? Wir brauchen beides. Wir brauchen sauer und basisch. Aber heutzutage ist unser Körper so übersäuert und zwar mit schlechten Säuren. Denn was sind gute Säuren, was sind schlechte Säuren? Schlechte Säuren sind zum Beispiel Eier aus konventioneller Haltung, also nicht Bio-Eier sind schlechte Säurenbilder. Im Gegensatz dazu sind zum Beispiel Bio-Eier gute Säurebilder. Sauer heißt nicht gleich schlecht, aber die meisten Produkte im Supermarkt sind halt sauer. Und zwar im schlechten Sauer. Und zwar die meisten Milchprodukte sind auch sauer. Und zwar schlechte Säurebilder. Denn unsere Nahrung sollte zu 80% aus basischen Produkten bestehen und 20% aus säurebildenden Produkten, um ein gutes Milieu aufrechthalten zu können, beziehungsweise um eine basenüberschüssige Ernährung zu praktizieren, die halt sehr, sehr gut für unseren Körper ist, um die alten Säuren rauszuholen. Durch die Basen neutralisieren wir diese. Das sind alte Gifte, alte Fettpölsterchen, die quasi sich irgendwo abgelegt haben und früher oder später eine sehr schlechte Form annehmen können, in Form einer Krankheit, eines Symptoms oder was auch immer. Und Zellulite gehört auch dazu. Merkt euch das. Und zwar, wenn wir uns die guten Sachen angucken, und zwar die basenbildenden Sachen, da kommen wir nicht drum rum an Gemüse, Obst, beziehungsweise immer in Bio-Qualität. Denn es geht darum, Pestizide, Herbizide, Fungizide und andere Dinge rauszulassen, um quasi den basischen Anteil so hoch wie möglich zu halten, denn diese Produkte schaden wiederum wieder unserem Mikrobiom, unseren Darm, unseren ganzen Organismus. So, ich halte es mal ein bisschen kürzer. Gute Säurebildner sind zum Beispiel Bio, Haferflocken, Hirse, Vollkornreis, Naturreis, kein geschälter. Dann
Kakaopulver in hoher Qualität, also auch wieder Bio im besten Fall, dann Bio-Mais, Polenta. Nüsse sind auch sehr, sehr gute Säurebildner, zum Beispiel Cashewkerne, Walnüsse und auch Ölsaaten, also zum Beispiel Leinsamen, Sesam, Kürbiskerne, sehr, sehr gut, Sonnenblumenkerne, auch sehr, sehr gut. Natürlich alles wiederum in Bio-Qualität. Ab jetzt werde ich nicht mehr das Bio erwähnen, viel zu oft schon getan. Und zwar hier sind halt, das sind halt so die guten Sachen, die man halt gut integrieren kann. Und manche pflanzliche Proteinpulver gehören auch natürlich dazu. Um hier welche zu nennen, da würde ich persönlich sagen, zum Beispiel Erbsprotein, Reisprotein und Hanfprotein. Kommen wir auch zu den basenbildenden Sachen. Ich habe jetzt viel über Säuren geredet, ne? Basenbildende Sachen sind zum Beispiel Salate und Kräuter aller Art. Kommen wir zum Pfefferminze, Rucola. Ich weiß nicht. So viele Sachen, die eigentlich basisch sind. Dill, Bohnenkraut, Basilikum, Löwenzahn. Die Range an guten Produkten, an basenbildenden Produkten ist sehr, sehr gut, beziehungsweise sehr, sehr groß. Aber wir sehen irgendwie das gar nicht. Obwohl es so viel gibt, essen wir nur die schlechten Sachen. Es gibt auch basische Nüsse. Mandeln sind zum Beispiel basisch und Maronen, also Esskastanien. Natürlich könnt ihr auch basische Sachen in Form von Wasser nehmen. Zum Beispiel basisches Wasser, wo dann der pH-Wert einfach hoch ist. Das bekommt ihr aber entweder, wenn ihr einen guten Wasserhersteller findet, der so ein Wasser anbietet, oder selbst durch einen Wasserfilter. Entweder ein Wasserfilter, der zum Beispiel, ja, durch verschiedene Verfahren einfach, ich gehe jetzt hier nicht so tiefer rein, was Wasserfilter angeht. Aber was noch Obst angeht, ähm, ich nenne einfach noch ein paar, okay? Äpfel, Ananas, Aprikosen, Clementinen, Datteln, Erdbeeren und so weiter und so fort. Hier würde ich aber wegen dem hohen Zuckeranteil ein bisschen auf die Bremse drücken, ja. Da würde ich schon eher auf Gemüse achten, weil das Gemüse ein bisschen weniger, beziehungsweise viel weniger Schaden anrichtet, weil Obst heutzutage nicht mehr das gleiche ist, was es mal war. Durch die ganzen Prozesse, Züchtungen, Kreuzungen und so weiter und so fort, ist es nicht mehr das, was mal war. Deswegen muss man hier mehr auf Gemüse gehen. Und zwar sind das Sachen wie Süßkartoffeln, Paprika, Pastinaken, Artischocken, Algen, Brokkoli, Chicorée, Knoblauch, Kartoffeln. Es gibt einfach so vieles. Meistens ist es einfach nur eine Sucht, die eigentlich jeder von uns hat. Und gegen diese Sucht müssen wir einfach ankämpfen wie ein Boxer, der gegen sein... Wir kämpfen gegen uns selber. Unser Wille ist unser Feind. Das heißt, wir müssen ihm erstmal eine Rechte geben, dann eine Linke und dann einen Tritt, ne? Und so kommen wir von den alten Gewohnheiten los und schaffen es, in eine wunderbare Zukunft aufzusteigen, weiterzugehen und das zu erreichen, wo wir hinwollen, vielleicht unsere Gesundheit allgemein zu verbessern und vielleicht das ein oder andere Pölsterchen zu verlieren. Muss nicht sein, aber kommt halt automatisch damit. Ihr müsst dafür eigentlich nichts Besonderes extra machen. Natürlich, Sport ist eine Sache, die dazugehört, aber das ist ein Riesen-Step, der euch so nach vorne katapultieren wird, dass ihr einfach, ihr kommt nicht drum rum, dass ihr abnimmt, dass eure Gesundheit nicht nur mental, sondern auch psychisch und körperlich sich alles in eine positive Richtung entwickelt und ihr werdet nicht darauf klarkommen, was sich verändert, wie ihr euch verändert und was ihr alles plötzlich schafft, die Energie, die auf einmal fließt und nach vorne geht. Ihr werdet es, ihr werdet es merken, wenn ihr es durchzieht, ja. Ich wünsche euch das Beste von Herzen und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich hoffe, ihr lasst mir ein Like oder ein Abo da, damit ihr noch mehr von mir sehen könnt. Danke, dass ihr zugehört habt.